Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit der 6. Coral Island Giant Jagd auf Borodeng während FWC. Gerade meine Party auf 40 gezogen, während ich meine letzten Tintenbeutel immer noch farme. Ja, 1500 Tintenbeutel dauern tatsächlich relativ lange. Also immer nur eine Party ziehen wird wahrscheinlich nicht reichen. Irgendwann muss ich wohl mal einfach eine volle Stunde grinden oder so. Weil so sind das immer nur, keine Ahnung, 80 oder so, die ich da bekomme für eine Party auf 40. Ist nicht sehr viel auf jeden Fall. Und ja, ich starte wieder mit Violet Dorian, weil er hier direkt vor meiner Nase stand. Ist wie gesagt nicht besonders klug, der macht echt viel Damage. Selbst ohne Rage Face mit 2 Hits, wenn die durchkommen, macht er mir fast 15.000 Schaden. 13.000 oder 14.000 oder so. Und mit Rage Face, das sind es auf jeden Fall über 15, wie man gerade gesehen hat. Haut ganz schön rein, der Boob. Und das sind keine Crits, meine ich. Das sind keine Crits. Also wenn er doppelt crittet, bin ich wahrscheinlich weg vom Fenster. Trotz fast 30 KP. Das ist echt eine brutale Bestie, dieser Fisch. Fischi, Fischi, Fisch. Und die Party-Skills aktivieren. Ich will sie relativ spät aktivieren, dass sie vielleicht noch für den nächsten Giant halten. Jetzt mal rechtzeitig einen finden. Und ja, heutiges Ziel auf jeden Fall mindestens ein Pop-Up, wie immer. Das gute alte Pop-Up-Ziel. Und ansonsten, ja, bin ich natürlich offen für alles. Also wäre natürlich nicht schlecht, wenn Pop-Up wieder Orichalcum bedeutet. Aber X-Project hatten wir letztens mal keins. Also mindestens ein X-Project würde ich auch sagen. Hey, take it. Und dieser Dorian droppt schon mal, ja, eher nichts. Unser zweiter Kandidat, auch ein Violet. Auch vorerst ohne Drop. Giant Naga Nummer 1. Drop Skills laufen. Aber keine Drops laufen. So, nächster Giant Naga. Der war ja eigentlich ganz gut zu uns. Immerhin hat er uns schon ein Orichalcum gedroppt. Das können nicht viele Giants von sich behaupten. Aber noch nichts. Violet Gang Gang. Oh, fast die Party-Skills vergessen. Oh, da kommt das Pop-Up. Schön. Haben wir es bekommen? Ah ja. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall das ganz am Anfang schon mal erledigt. Ich glaube, irgendwann verklagen die Naga mich, weil ich die ganze Zeit ihre Väter und Mütter töte. Giant und Violet quasi. Sorge dafür, dass es keinen Nachwuchs gibt von den Viechern. Aber sie strafen mich ja schon damit, dass sie zwar ab und zu was droppen, aber nicht allzu häufig. Nächster Violet Naga. Teil der Violet Gang. Der müsste uns eigentlich den nächsten Drop bescheren, also ein Violet, weil jetzt fehlt uns ja quasi noch das Shining Orichalcum. Also das heißt, unser nächstes Ziel heißt Shining Orichalcum. Und danach wäre nur noch eins offen. Und das ist ja allen klar, was das ist. Aber darauf habe ich gar keine Hoffnungen, weil ich weiß, es gibt Leute, die haben schon tausende Giants getötet ohne Drop. Deswegen will ich mich gar nicht anmaßen, das auch nur auszusprechen. Und back erstmal kleine Brötchen mit eben Shiny Orichalcum. Und nächster Giant. Das ist mein letzter Naga. Ich habe mir jetzt immer vorgenommen, wirklich erstmal alle Naga zu killen, falls anwesend. Und dann erst auf die Suche nach anderen zu gehen. Weil die einfach vom Drop-Bereich und vom Element her einfach die besten sind. Da macht es echt keinen Sinn, vorher schon andere zu killen. Gut, abgesehen von Violet Dorian, aber mit dem bin ich ja direkt vorbeigeflogen. Oh, heiliger König der Schalentiere, wir sind zurück und wollen ein weiteres Orichalcum aus deinen Toten klauen. Gib es uns bitte. No. Also wenn ich jedes Mal bis zu einem großen Drop farmen würde und damit jedes Video beenden würde, das würde, glaube ich, zu krass werden. Letztes Mal haben wir es zwar geschafft, 2 Oris zu farmen, aber da habe ich auch wirklich exorbitant viele getötet. Vielleicht ist ein violetter Bruder heute spendabel, der noch gerade perfekt im Drop-Bereich liegt, aber noch nicht. Ein Violet Meryl für zwischendurch, für den kleinen Hunger unterwegs. Ja, der ist eigentlich auch zu niedrig. Aber ein Versuch ist es immer wert.
Und wieder zurück zum König. The King himself. King of all Kingster. Aber Crapper wahrscheinlich auch. Immerhin ist er höher als die Crapper. Ah, ne, wobei. Nevermind, ne, sind sie nicht. Aber. Ja, wobei, wenn sie kämpfen würden, würde Crapper gewinnen, weil Crapper ist Wasser, ne? Na gut, nevermind. Zurück bei der Naga Gang. Gang. Hope Boys. Oder Hope Snakes, whatever. Komm schon, Schlangen Boys und Girls. Gebt mir einen Drop. I want it. I want it now. Oh, schade. By the way, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist wahrscheinlich kein Geheimnis für Leute, die viel Giants farmen. Und ich war mir am Anfang auch nicht sicher. Und ich meine, so 100% sicher bin ich mir definitiv auch noch nicht. Aber zumindest bei Naga kann ich 1000% sagen, dass die Giants wesentlich schneller respawnen als die Violets. Also ich weiß nicht, ob es dafür schon mal eine offizielle Antwort von einem Game Master oder Moderator oder so gab. Aber die Respawn-Timer von den Giants sind definitiv kürzer. Kann natürlich sein, trotzdem, dass ein Giant auch erst nach einer Stunde kommt. Aber wenn ich jetzt so alle Violets und Giants getötet habe, und ich meine, da bin ich mir auch relativ sicher, ich habe sie getötet und klar, es könnte immer noch jemand anders unterwegs sein. Aber, I don't know. Ich meine, der Giant ist auf jedem Channel wieder da und der Violet aber nicht. Das ist schon ziemlich verdächtig. Dann eben du, mein Freund. Riesiger Kingster Boy. Zeig uns, was du hast in deinem Loot Table. Ein Hauch von Tüll. Das war vielleicht eine schwere Geburt, ey. Hier spawnen die ganze Zeit Agro Small Kingster und aus irgendeinem Grund auch immer an genau der gleichen Stelle. Normalerweise, wenn du so ein paar Monster tötest, die spawnen ja eigentlich nicht immer an der gleichen Stelle, aber anscheinend ist das hier so ein Spot, wo das ausnahmsweise nicht so ist. Und die haben die ganze Zeit meine Helme angegriffen. Das war ziemlich ätzend. Noch ein Versuch beim Violet Meryl. Der hat glücklicherweise darauf verzichtet, seinen Skill einzusetzen, außer ganz am Anfang. Das ist sehr nett von ihm. Oh! Ja, das ist auch nicht schlecht. So ein X-Product, da sage ich doch einfach nur lecker Schmecker. Schmeckt. Rück beim King. Tja. My boy. Geht sich gerade noch aus mit den aktuellen Drop-Skills. No Drop. SOS Naga-Alarm. Die Schlangen sind los. Aber ohne Drops. Denselben Song nochmal. Okay, denselben Song nochmal. Kein Drop. Kein Drop. Ja, Giant Naga werden langsam rar. Ich muss mich auf ein paar andere Giants stürzen. Wie wär's mit einem viel zu niedrigen Giant Meryl? Der natürlich nichts droppt. Eigentlich auch komplett unnötig, Giant Aatrox zu töten. Mache ich normalerweise auch nicht. Ja, wie gesagt, die Giants sind knapp geworden. Außerdem habe ich jemanden gespottet, der gerade auch am Farmen ist. Also wird es jetzt noch... Also, was heißt noch schwieriger? Ich weiß nicht, ob der noch spielt, weil es ist ja gerade wieder AFK gegangen. Aber vor allem bei den Low Giants, also Aatrox und Tiger, habe ich immer die Vermutung, dass die tatsächlich relativ häufig gekillt werden, weil sie verhältnismäßig schwach sind. Und halt aber auch schon das High-Level-Zeug droppen können. Und ich glaube, dass da sehr viele Leute die töten. Also auch Leute, die hier normalerweise auf Korai überhaupt nicht Giant hunten, sondern wirklich nur diese beiden maximal töten. Und deswegen trifft man die, selbst wenn ich sie suche und gefühlt alles treffe ich an, nur die beiden sind gefühlt nie da. Ist schon etwas auffällig. Tja, da verschlucke ich mich doch fast an meinen eigenen Worten und sofort siehe da, Violet Aatrox auch am Start. Aber gut, ich meine, wenn der Giant hier ist, dann ist der Violet halt auch hier. Das ergibt natürlich Sinn, sag ich mal. Also das letzte Mal, als ich hier war, habe ich mal nichts eingetroffen. Aber selbst der Violet ist halt 9 Level unter meinem Ranger. Also ja, ich meine, wenn man sie sieht... Das Ding ist halt, bei Violets immer der Vorteil, die haben ja so oder so eine relativ hohe Chance zu droppen. Da finde ich immer, ist es eigentlich egal, wie viel Level du drüber bist. Wenn sie schnell gehen, kann man sie immer mitnehmen. Gut, schnell ist relativ, kann man sagen. Aber... ja, da lohnt es sich auf jeden Fall immer, weil also bei Giants, die wirklich 10 Level unter einem sind, da ist es eigentlich nicht so geil, weil ich meine, da hast du einfach nur eine extrem niedrige Chance. Du kriegst nicht mal Trostpreise in Form von Low Products. Ja, aber probieren kann man es natürlich immer.
Kann es nicht fassen. Violet Naga mal wieder angetroffen. Das ist jetzt schon eine Weile her, glaube ich, der letzte. Wie gesagt, die gefühlt respawnen die doppelt so langsam. Also du kannst... Also mal angenommen, du tötest jetzt alle Giants und Violets innerhalb von, was weiß ich, 20 Minuten oder so auf einen Channel. Dann weißt du, halbe Stunde später oder so sind alle Giants wieder da. Vielleicht bis auf einen. Und maximal ein Violet ist wieder da. Das ist doch echt komisch, oder? Schau, Giant ist auf jeden Fall da. Es ist crazy. Es ist absolutely crazy. Und mal schauen, was der Kollege droppt, den wir so schnell gefunden haben. Oder nicht was er so droppt, sondern wenn er droppt, ob er droppt. Das ist die richtige Formulierung hier. Oh, du allmächtiger Krabbenkönig, gib uns den Drop. Bisherige Pop-Ups oder heutige Pop-Ups waren 2x Product, ne? Letztes Mal hatten wir 2 Orikalkom. Wenn ich jetzt rein nach dem Wert gehen würde, würde ich sagen, letztes Mal lief es besser. Sein großer Bruder, was hat der uns zu sagen? Lol, war das gerade ein Portbug? Ja, ich kämpfe halt schon 10 Minuten gegen das Vieh gefühlt. Portete sich ganz schön spät zurück, der Boy. Ja, leider auch nix. Es ist Zeit für den Violet Respawn anscheinend. Den Respawn-Zyklus. Oh! Oh mein Gott, ich war nicht in Range zum Healen. Ich bin immer noch nicht in Range. Oh mein Gott, dieses Spiel, Alter. Ich stehe direkt neben meinem Charakter und das Heal kommt einfach nicht an. Das ist so geistesgestört, diese Posy-Bugs. Das ist einfach nur krank. Ich stehe direkt hinter ihr und es kommt einfach nicht an. Eieieiei. Vor allem, ich habe es halt sau spät gecheckt erst, leider. Damn, das war echt knapp. Giant Naga. Orikalkom, bitte. Ein schöner Drop wäre schon nicht schlecht. Eines der größten Schalentiere, das ich je gesehen habe. Kann doch sicherlich für ein paar Drops gut sein, oder? Zumindest ein Drop. Oh, nicht dein Ernst. Alter, Power da ist 10 und 12 sind so unfassbar selten von Giants. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Wie zur Hölle habe ich das jetzt gedroppt vor einem normalen Drop? Nochmal Giant Meryl. Nichts Besseres gefunden. Wow. Richtig versagt beim Damage am Ende. Jetzt habe ich ihn gerade auf frischer Tat ertappt, wie ein Violet Tiger getötet wurde. Also jetzt werde ich mich aus dem Low-Level-Gebiet auf jeden Fall fernhalten. Na, jetzt gerade schon wieder 5 Minuten verschwendet, danach zu suchen. Und außerdem ist die Droprate eh schlecht, wenn ich sie dann finde. Also lassen wir es für heute wieder mit den Low-Level-Viechern. Komm schon, Violet Naga. Come on, baby. Ich meine, noch ein drittes X-Product Pop-Up würde ich nehmen. Aber eigentlich wollen wir ja das Shining Orikalkom langsam sehen. Ich will wirklich nicht wissen, wie viele Violets ich schon gekillt habe. Ohne dass sie was Außergewöhnliches gedroppt haben. Wenn man das so formulieren möchte. Und ja, das möchte ich. Gönnen uns doch den Drop, Kingster Boy. Do it. Come on, man. Everyone's waiting for it, bro. Just do it. Big Bro. Damn it. Hat jemand lilanes Kingster-Fleisch bestellt? Ja, ich auch nicht. Nochmal einen riesigen Meral zur Strecke bringen. Nicht bei den Dropskills angegangen. Puh, gerade noch so gemerkt. Nicht, dass es was ändern würde. Am I right, Mister? Ich drop nichts. Ich habe verdammt nochmal recht gehabt. Gerade festgestellt, dass so ein Giant Meryl auch ganz schön wehtut in Rage Face mit seinem Skill. Zwiebelt ganz schön rein, der Gute. Man sieht, die Partypunkte werden langsam knapp. Wir nähern uns dem Ende. Ja, jedes Mal die Party durch leer farmen, das wird definitiv nicht möglich sein, aber jetzt diese ersten 7 Tage, oder beziehungsweise jetzt ist ja schon die 6. Session, also I guess, einmal mache ich es noch und danach werde ich ein bisschen kürzer treten wahrscheinlich. Und dann eine Folge wird vielleicht dann auf 2 Tage gestreckt oder so, mal gucken. Aber ich weiß nicht, wie oft ich das noch machen werde, weil wirklich von Erfolg gekrönt ist das nicht. Bisherige Ausbeute beläuft sich auf, keine Ahnung, wenn ich alles verkaufen würde, was ich eh nicht mache,
Die meisten Items sowieso selber benutzen. Keine Ahnung. Es waren, glaube ich, jetzt so 20, 25 Products. 2 Orichalcum. Naja, und sonst war es ja eh nichts. Also ist ziemlich überschaubar, sag ich mal. Für einen Aufwand von mehreren Stunden farmen ist das mehr als nur spärlich, kann man auf jeden Fall sagen. Cramboy. Wahrscheinlich der letzte. Ich denke, die restlichen Punkte werden wir nur bei Naga leer machen können. Hoffe ich doch zumindest. Heute hat uns nicht mit einem Ori beschenkt. Komm schon, beenden wir es mit einem Orichalcum. Also heute läuft es irgendwie gar nicht. Das ist, glaube ich, der schlechteste Tag. Anzahl der Giants. Gegengerechnet gegen die Drops, das ist mit Abstand der schlechteste Tag bis jetzt. Und kein drittes X-Product. Ja, das ist der letzte, weil mir sind es auch die Power-Ups ausgegangen. Ich hatte es probiert, noch 2 zu schaffen mit den verbleibenden Partypunkten. Aber das, ja, wäre ein ganz schöner Krampf geworden, wenig Damage und wie gesagt, keine Power-Ups mehr. Ich dachte, da war es jetzt besser. Können wir es einfach mit diesem Giant Nagan Day. Und ja, wie gesagt, heute absolutes Maximum, was wir jemals gemacht haben. Ich glaube, Rekord war es letztes Mal mit irgendwie 36 Violets plus Giants. Heute sind es 43. Also schon nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich meine, 43 ist echt viel. Hätte ich gedacht. Aber anscheinend reicht selbst das nicht, um auch nur ein einziges Shining Orichalcum zu droppen. Und zwar nicht nur heute, sondern insgesamt haben wir es ja noch nicht gedroppt. Das ist schon echt crazy. Also entweder waren wir damals echt extrem lucky oder vielleicht lief da eine erhöhte Droprate-Event. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder ich bin einfach nur relativ unlucky. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich extrem unlucky bin, aber allein Violets müsste ich literally fast an den 100 kratzen. Ja? Ich meine, Giants, Violets, beides zusammen weit über 100 und nur die Violets bestimmt auch mittlerweile schon fast 100. Also, ja, schon eine Menge, hätte ich gesagt. Da müsste man ja eigentlich schon irgendwann mal ein Shining Ori droppen können, aber vielleicht auch nicht. Wenigstens Ultima habe ich jetzt mal die 10 voll. Aber wie gesagt, solange man keine Ultimate-Waffe herstellen will, braucht man die ja sowieso nicht. Von dem her, ja. Egal, damit war es das für heute. Giant-Jagd abgeschlossen. Bestes waren, also, naja, wenn man es so sieht, im F-Coin-Wert her die beiden X-Products. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.